Mein Name ist Andreas Warter, ich bin mittlerweile 59 Jahre alt und habe vor 5 Jahren die Diagnose Diabetes Typ 2 bekommen. Ich war wegen eines kleinen Mückenstichs bei der Ärztin, der wollte nicht heilen, ist also eine richtige Beule geworden. Und habe gedacht, also da muss irgendwas gemacht werden. Ich habe gedacht, die verschreibt mir jetzt eine Salbe. Aber Frau Doktor hat sich dann meine Füße angesehen und die waren so mit bunten, mit Sommersprossen also gesprenkelt. Sie hat dann gleich gesagt, okay, wir nehmen mal Blut ab und machen mal ein Blutbild und dann kommen Sie am anderen Tag mal zur Diagnose. Ich bin dann hingegangen und dann wurde ich gefragt, wussten Sie eigentlich, dass Sie Diabetes Typ 2 haben? Ich sage, nein, wusste ich nicht und ich habe gestern, ich habe süß gegessen und naja, wahrscheinlich davon. Und dann meinte sie dann, nein, nein, der HbA1c lügt nicht und Sie haben ein HbA1c von 10% dran, das ist schon ganz beachtlich. Ja, am Tag der Diagnose war das natürlich sehr, sehr schockierend. Es war wirklich so, als ob mir ein Pferd in den Hintern getreten hätte. Und ich habe mich dann natürlich sehr schnell mit diesem Thema beschäftigt, habe mich eingelesen. Und man stellt sich dann immer die Frage, ja, was kannst du jetzt machen? Ich habe dann erstmal Ernährung, ich habe dann Bewegung in meinen Tag integriert. Also die Ernährung habe ich komplett umgestellt. Ja, ich habe innerhalb der ersten 8 Wochen nach Diagnose insgesamt 15,5 Kilogramm abgenommen. Und ich habe mich wirklich gefühlt wie ein kleiner Schneekönig, wie die Waage dann 99,5 Kilogramm, also unter 100 war. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl und ich habe dann ganz einfach weitergemacht, bin dran geblieben und das Schöne ist natürlich, Diabetes ist eine Lebensaufgabe und wir können es nach dem jetzigen Stand der ärztlichen Heilkunst nicht heilen, aber wir können es in die Remission bringen. Bei mir hat es 11 Monate gedauert und ich brauche keine Medikamente mehr. Ja, ich kann gut mit Diabetes Typ 2 leben, ich kann gut mit dieser Krankheit umgehen. Das heißt, ich akzeptiere diese Krankheit. Ich weiß, dass es da keine Heilung gibt und dass es eben halt wirklich ein täglicher Kampf ist manchmal so. Das heißt also immer bewegen und natürlich die Ernährung überwiegend auf gesund. Aber es gibt natürlich auch so die kleinen Fallstricke. Das heißt, ich war jetzt in Dresden und Dresden ist berühmt für die Dresdner Eierschecke, habe dann auch mal ein Stück Dresdner Eierschecke gegessen und siehe da, der Blutzucker stieg und bei 264 habe ich dann nachher so ein bisschen Panik bekommen und habe mir dann die Schuhe angezogen und bin dann wirklich eine halbe Stunde durch die Gegend gelaufen, zügig gelaufen und dann hat man natürlich den Blutzucker ganz schnell wieder im Normalmaß. Es ist Arbeit und es ist eben halt, man muss es ins Leben integrieren, aber ich glaube, das schaffe ich mittlerweile sehr, sehr gut.